Bist du es als Unternehmer leid, ständig mit neuen Vorschriften, Regelungen, Formularen genervt zu werden? Ja, dann bist du hier richtig, denn in den heutigen Business Tappers gebe ich dir ein paar pragmatische Tipps, wie du das Bürokratiemonster zähmen kannst. Zu meinem Tagesgeschäft gehört es, Unternehmern mehr Zeit für ihre Arbeit am Unternehmen zu verschaffen. Und dafür gibt es viele sinnvolle Tools, wie zum Beispiel den Standardkalender. Aber ein Großteil der Zeit verbringen Unternehmer heutzutage damit, Formulare auszufüllen, Fristen einzuhalten, Vorschriften zu beachten. Da brauchst du einen Kopf wie ein Pferd, wie man bei uns so schön sagt, um den Überblick zu behalten. Ist nicht jedermanns Sache. Und dann sprechen auch alle noch über Fachkräftemangel, Digitalisierung. Während du nach dem SEPA-Formular fürs Finanzamt suchst, weil die nämlich das E-Mail nicht akzeptieren, sondern das SEPA-Formular per Fax haben wollen. Also wer da nicht durchdreht oder genervt ist, der gehört echt zu den Helden. Okay, was macht man in solchen Situationen? Also wenn du die Situation nicht ändern kannst, sprich keinen wirklichen Einfluss auf diese bürokratischen Prozesse hast, dann kannst du nur mit Darwin kontern. Survival of the fittest. Es überleben die, die sich am besten anpassen. Nicht die am besten fit sind, sondern die sich am besten anpassen. Mein Vorgehen mit Unternehmern bei Bürokratie ist immer, wie können wir den Zeitaufwand für bürokratischen Kram reduzieren? Wie stellen wir sicher, dass dir keine wichtige Frist durchrutscht? Und wie kannst du schneller entscheiden, weil du schneller an die richtigen Informationen kommst? Wir können das System nicht ändern, aber wir können unseren Umgang damit ändern. Wir können komplizierte Arbeitsabläufe vereinfachen und Zeit sparen. Wir können Dinge digitalisieren und damit Fehler vermeiden und wiederum Zeit sparen, weil wir nicht Ewigkeiten auf der Suche nach den Fehlern sind. Wir können firmeninterne Infos so ablegen, dass die richtigen Leute die richtigen Infos finden, ohne dich als Chef ständig bei deiner Arbeit zu stören. Beispiele gefällig? HR, Human Resources. Wenn du ein Unternehmen mit vielen Mitarbeitern hast, dann müssen alle Personaldaten an einer Stelle sein. Ja, okay. Digitale Personalakte ist da das Zauberwort. Echtzeitinfos. Wäre das nicht super, der Mitarbeiter ändert seine Stammdaten und das alles in Echtzeit und es erscheint bei der Lohnbuchhaltung oder beim Steuerberater? Oder wenn der Mitarbeiter einen Urlaubsantrag stellt, den muss ja der Chef genehmigen und der muss ja vorher prüfen, wer Vertretung macht. Und die Personalabteilung muss prüfen, ob da noch genug Urlaub ist und ob vielleicht die Krankentage aus dem letzten Urlaub schon zurückgerechnet sind. Oder vielleicht soll der Urlaub ja mit Überstunden verrechnet werden. Also da sind locker 3, 4 Leute beschäftigt damit, nur um einen einzigen Urlaubsantrag für einen einzigen Mitarbeiter zu prüfen, zu genehmigen und zu dokumentieren. Wahnsinn. Oder noch ein Beispiel. Fuhrparkverwaltung. Wann läuft welcher Leasingvertrag aus? Wann muss neu bestellt werden? Werden die Führerscheine regelmäßig geprüft? Und ist das so dokumentiert, wie der Gesetzgeber das will? Und by the way, weißt du überhaupt, wie du das dokumentieren musst? Wann sind Hauptuntersuchungen fällig und wann ist Rückgabe der Autos? Welches Auto hat welchen Unfall oder Schaden? Welcher Mitarbeiter hat welchen Führerschein? Und wer kann mal den LKW fahren, wenn Not am Mann ist? Also frag mal um und schau mal, ob du unter deinen Leuten nicht vielleicht jemanden hast, der zur Not auch mal einspringen kann. Du weißt gar nicht, wo du gucken sollst, um diese Informationen zu finden. Wäre ja schön, wenn dieses ganze Bürokratische irgendwo besser dokumentiert wäre, oder? Ganz pragmatisch, schönes Beispiel. Arbeitsmittelverwaltung. Wer hat eigentlich die teure Maschine mit zum Kunden genommen und nicht wieder zurückgebracht? Und wo ist die? Und wer braucht welches Muster und bis wann? Wer hat welchen Schlüssel? Ja. Da verlierst du definitiv den Überblick. Und dann braucht es wieder jemanden im Büro, der das mühevoll und zeitaufwendig nacharbeitet. Wahnsinn. Hör auf. Okay, Lieblingsthema. Elektronische AU. Ha, wer ruft die Daten ab? Und wie kommen die dann zum Steuerberater oder zum Lohnbüro? Und wie erfährt der Chef, dass sein Mitarbeiter krank ist? Und ist dann wirklich der Mitarbeiter krank oder vielleicht sein Kind? Who knows? Unternehmensorganisation wird immer komplexer. Je größer das Unternehmen wird, je mehr Hierarchien es gibt, je anspruchsvoller
die Regeln werden, ja, da musst du beim Wachsen ein System etablieren, das mitwächst und dir Sicherheit gibt, dich erinnert und dir Infos auf Knopfdruck zur Verfügung stellt. Da hast du mit Sicherheit, wie meine Unternehmer, keine Lust, wegen fehlender Führerscheinkontrolle eine Geldbuße zu zahlen oder weil du noch kein System aufgrund des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes etabliert hast. Lass mich gerne das Chaos noch perfekt machen. Wir haben nämlich noch nicht gesprochen über das digitale Verbandsbuch, die Verwaltung von Qualifikation und Weiterbildung, die Prüfungspflicht von elektrischen Anlagen, die Wartungspflicht von Feuerlöschern und Erste-Hilfe-Kästen, die digitale Zeiterfassung im Büro und im Homeoffice. Gut. Wer bis hierher zugeschaut hat, dem gehört das Abzeichen Hardcore-Unternehmer verliehen. Und die werden jetzt natürlich belohnt, weil es gibt eine Lösung, das Bürokratiemonster zu zähmen. Und die zeige ich dir natürlich später. Fazit: Du kannst den bürokratischen Wahnsinn nicht von heute auf morgen abschaffen, aber du kannst lernen, damit umzugehen. Das genau mache ich als Business Coach mit vielen mittelständischen Unternehmern. Und die sind hinterher echt dankbar für mehr Zeit, weniger Angst vor Bußgeld oder weil sie dadurch auch ein bisschen besser als Arbeitgeber geworden sind. Warum? Ja, schließlich erkennst du ja bei der Arbeit an deinem Unternehmen und an deinen Prozessen, was im Unternehmen nicht gut läuft. Und wenn du das änderst, ist auf einmal die Stimmung in der Firma besser und du brauchst nicht ständig neue Leute einzustellen. Ha! Willst du das auch? Dann ruf mich an.